Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Heute habe ich nicht viel zu sagen, außer dass ich immer noch ein bisschen am Rumprobieren bin auf meinen Kanälen und mir so ein bisschen neue Inspiration ausgesucht habe. Ja, jetzt gucken wir mal, welche kollektiven Energien die nächste Woche im Bereich Beruf, Liebe, Partnerschaft, Finanzen, Spiritualität vorhanden sind. Und ich bin gespannt, was uns hier mitgeteilt wird. Am Ende könnt ihr eine kleine Botschaft auswählen als Inspiration für eure Woche. Ach, und an dieser Stelle auch, ich kriege ab und an mal was bei PayPal. Viele wollen nicht, dass ich den Namen sage, deshalb sage ich es jetzt hier im Allgemeinen. Vielen Dank an die, die mir da eine Wertschätzung geben. Und auch die, die immer meinen wie heißt das, Super Thanks Button drücken. Ups. So, jetzt sind mir die Hindernisse gleich rausgefallen. Also irgendetwas möchte sich uns hier in den Weg stellen, möchte aufgeklärt werden. Es ist vielleicht auch so ein Thema, wo man so ein bisschen entschleunigt, ne? Wo man die Bewegung rausnimmt, das Tempo rausnimmt, wo man sich anguckt, wo habe ich ein Hindernis und warum. Hindernisse sind für mich nicht umsonst da. Meistens ist es so, wenn sich ein Hindernis zeigt, dass man dann auch so merkt, wo man eine Kurskorrektur braucht, wo man was überdenken darf, wo man erst noch mehr Klarheit braucht, um dann nach vorne zu gehen. Ich sehe sehr viel Kommunikation aus der Umgebung raus. Es gibt hier Umbrüche, die betreffen viele Lebensbereiche. Ja? Das kann ja auch mal sein, dass man eine Absage für etwas kriegt, dass sich etwas verneint und genau das Hindernis ist und dass das auch gut so ist. Denn hier möchte dich das Leben in eine neue Phase bringen, auf dem kurzen Weg, wo wieder mehr Beweglichkeit ist, wo mehr Wachstum für dich entsteht, wo der Alltag wieder Erleichterung hat. Wir haben schon eine Doppeldeutung drin. Wir haben den Klee hier im Hause der Wolken und die Wolken im Hause des Klees. Hier wird eigentlich deutlich gesagt, lass dich von Unklarheiten, die im Moment sind, nicht hindern, voranzugehen. Hier klärt sich etwas in Kürze. Eine schicksalshafte Verstrickung löst sich auf. Wir haben hier das schicksalshafte Glück, die schicksalshafte Klärung auch. Und ich habe sogar noch ein bisschen was Spezielleres. Das sind hier Themen, die sich auflösen. Die haben eine ganz tiefe Verwurzelung im Bereich der Familiengeschichte. Klassische Elternthemen, Wiederholungen in diesem Fall, wo jetzt die Einsicht auch so herkommt. Wo kommt es eigentlich her und warum trage ich dieses Kreuz? Es kann auch sein, dass wir so ein bisschen uns schwer fühlen oder, naja, was heißt schwer fühlen? Ja, eben so mit angezogener Handbremse, dass es nicht so flüssig ist. Hier geht es um eine starke Emotion, auch einen emotionalen Erfolg, ein Aufblühen im emotionalen Bereich, eine emotionale Bereicherung durch einen neuen Weg, den wir wählen dürfen, müssen. Das Außen hat hier einen sehr großen Einfluss auf uns. Das heißt, diese unkontrollierbaren Dinge der anderen oder des Lebens an sich spielen hier mit rein und bringen raschen Richtungswechsel mit. Was aber nicht heißt, dass wir gleich lossprinten, sondern dass wir dadurch erstmal stehen bleiben und gucken, okay, wo muss ich jetzt hin? Wo braucht etwas eine andere Richtung? Wo wird ein Labyrinth auch rasch aufgelöst, ohne dass mein Gedanke oder mein Kopf da gleich mitkommt? Ja,
Das hätte ich praktisch schon hier oben ausdrücken können. Hier sieht man die Familienkarte. Man sieht jetzt hier den Bären, der natürlich Stellvertreter für Vaterfigur ist oder auch für die männliche DNA. Man sieht das Schicksalskreuz im Hause der Schlange drin. Also das sind schon Prozesse, aus denen man sich da rauswindet, die damit zu tun haben und die sehr viel Erleichterung mitbringen und eine Energie, wo man auch merkt, ich habe vielleicht zu lange an etwas rumgemacht, zu viel Energie in etwas gegeben und ganz übersehen, dass ich hier hätte eine Erleichterung herschaffen können durch einen minimalen Wechsel meiner Gedanken oder eines Konstruktes, das ich schon immer so mache. Hier kann man Frieden schließen, auch auf emotionaler Ebene. Das, was sich hier verändert. Hier liegt der Baum, also auch wieder viele Lebensbereiche im Hause der Veränderungen drin. Hier die Transformation im Haus des Lebens. Also das ist schon, naja, ich würde mal sagen, ein karmischer Zyklus, der sich hier beendet. Eine neue Richtung, die dir mehr Wohlfühlen mitbringt, ein Kampf, der aufgegeben wird, ein Lebenskampf. Ich habe uns selber im Haus des Hundes drin. Und hier ist man so aufgefordert zu überlegen. Einsteils habe ich hier so die schlaflosen Nächte und den Lebensblues, der uns hier im Rücken hängt. Wir erkennen ganz genau, wo wir hängen. Das ist eine Unklarheit, die eigentlich klar ist. Man kann sie immer wieder ein bisschen wegdrücken, aber es geht darum, dass man nicht den Weg so richtig findet oder die Möglichkeit, die man dazu nutzt. Hier liegt so als Tipp drin, tausche dich mit jemandem aus, der Ähnliches erlebt hat wie du oder auch mit einem Freund, mit jemand, der dir am Herzen liegt. Das, was hier in der Mitte liegt, ja, das ist so eine Blockade, die geht ans ganze Gerüst ran oder ans ganze Umfeld, an dein Lebensumfeld. Hier kann es die nächste Woche sein, dass es so ein bisschen stressig wird oder dass man sich unruhig fühlt, dass man sich am liebsten zurückziehen will, dass man einsteils aber dann auch wieder das Ding hat, dass man nach außen muss oder dass man etwas zu erledigen hat. Ja, wir sind auf dem Weg und wir sollen uns selber dazu sehr treu bleiben und trotzdem die neuen Möglichkeiten oder die Erkenntnisse nicht außer Acht lassen. Hier im Haus der Entscheidungen liegt der Schlüssel drin. Wir haben also die Möglichkeit, hier mit einer sehr kreativen, guten Energie neue Wege zu gehen, uns neue Türen zu öffnen. Die Blockaden, die kommen hier ein bisschen auch aus dem Umfeld raus, ne? Wenn hier der Stress vor unserer Nase liegt und das, was uns vielleicht abends auch beschäftigt, das Gedankenkarussell, der Wunsch nach Rückzug, das Abschirmen so ein bisschen, dann mag das hier auch der richtige Weg sein für eine Veränderung, die sich lange nicht ergeben hat. Hier drückt sehr viel an die Oberfläche. Tiefe Gedanken, tiefe Emotionen, gedeckelte Emotionen. Und dieses Gespür dafür, was wo eine Veränderung braucht, aber der Weg nicht klar ist, das wird hier ein Hauptthema sein in der nächsten Woche. Wir haben hier unausgesprochene Dinge im Herzensbereich. Möglicherweise haben wir auch einen Konflikt mit dem Thema Liebe, Treue, Loyalität, Herzensangelegenheiten. Was trägt man nach außen von sich, was behält man für sich? Also dieses klassische Nähe- und Distanzthema, was natürlich hier auch ein Elternthema sein kann, ohne Zweifel. Veränderungen dann wiederum für ein ganzes Familiengerüst, das man so hat oder lebt.
Ja, hier sprechen so die tiefsten, ich sag mal, Blockaden der Seele mit uns. Es geht darum, eine Möglichkeit zu erschaffen, die Wege frei macht. Es geht um die Kreisläufe des Lebens, es geht um Unabhängigkeit und Freiheit auch irgendwo, sich befreien. Ja, und das, was ich hier vor den Augen habe, das wäre jetzt zum Beispiel in meinen Augen sehr wünschenswert, denn wir haben hier in unserem eigenen Haus dieses, was so sich ein bisschen anfühlt als giftig oder ungut oder ungesund. Das kann hier ein Beziehungsmuster sein oder ein Gefühl auch nur der Verstrickung oder des Eingeengtseins, aber zugleich auch ein Mutterthema, das uns immer wieder Kreisläufe nähern lässt, die sich ungut für uns die einfach ungute Auswirkungen haben, und sich aus diesem Gerüst zu befreien, das sieht man hier. Wir haben die Auflösung der Verstrickung und des ewigen Kreislaufs. Und wir haben hier an sich auch alle Themen, die Ehrlichkeit und Mangel in uns aufzeigen, in der Auflösung. Ein schicksalshaftes Geschenk, tatsächlich. Das Geschenk liegt hier unten im Hause des Schicksals drin. Das heißt, das Schicksal meint es gut mit uns. Es gibt Umschwünge. Die Geschäftigkeit ist hoch. Ich habe das Gegenüber auch dabei als sehr gedankenlastig. Wir gucken beide in andere Richtungen. Das Gegenüber liegt hier sehr eingebunden, in Kreisläufen auch selbst verhaftet. Denkt dann immer dran, das eine sind die unseren und das andere sind die des Gegenübers, und du kannst bedingt unterstützend sein, aber du kannst eben die DNA eines Gegenübers nicht beeinflussen. Das sind Themen, die muss jeder für sich selber machen. Es kann hier sein, dass sich jemand überlegt, wie es finanziell weitergeht, wie es geht, wenn man vielleicht nicht so vital ist, wie man gerne wäre. Wenn dieses Gerüst, das man sich so aufgebaut hat, wo man nicht hingucken will, wenn das plötzlich aufgeht, kann das schon auch mal Schmerzen machen und trotzdem ein Geschenk sein. Verstrickungen am Arbeitsplatz, die gelöst werden. Umbrüche am Arbeitsplatz. Arbeit an Elternthemen, das habe ich hier doppelt und dreifach, auch wenn es keiner mehr hören kann. Dieses Pendant von ein Verlust und ein Gewinn auf der mentalen Ebene. Ein Geschenk, das sehr viel kreative Energie freisetzt und einen Ausgleich bringt. Das wieder Fahrt aufnehmen lässt, das etwas in Bewegung bringt. Möglicherweise haben wir hier wieder mal viel zu tun. Hier liegt auch irgendwie ein Geschenk auf der Arbeit drauf. Wenn du irgendwie im beruflichen Bereich so eine Situation hast, wo du denkst, wow, ein ewiger Kreislauf, ein
ich fühle mich ungut dabei, es geht nicht nach vorne, es ist so, und täglich grüßt das Murmeltier, dann sieht man hier tatsächlich, dass sich diese ungute Situation lösen kann, aber auch wiederum für einen Umbruch sorgt, der aber auch so gewollt ist. Ne? Man sieht das Auflösen einer schicksalshaften Verbindung oder eines schicksalshaften Vertrages, ne? Eines Seelenvertrages vielleicht sogar, würde ich es jetzt mal nennen. Irgendwie kann es sein, dass wir sehr stark auch damit konfrontiert werden, dass wir andere Wege gehen sollen, dieses schon lang wissen, aber wegdrücken. Und das beschäftigt uns und deshalb machen wir uns Sorgen und Gedanken. Und es geht darum, diese Richtung zu finden, die hier mit Zweifeln verbunden ist. Aber ich habe im Haus des Fuchses die Sonne drin. Ja? Das heißt auch, kläre mal deine Energie, wo gibst du zu viel Energie auch an Zweifel rein. Komme auch wieder mehr bei dir an. Tausch dich nur mit den Menschen aus, die dir wichtig sind oder die Gleiches haben. Alles andere führt mir hier irgendwie zu noch mehr Stress. Die Selbstständigen haben hier so ein bisschen das Thema Stress drin, Unruhe. Die Selbstständigkeit selber liegt hier im Hause des Außens. Also es kommt schon auch darauf an, wie viel Publikumsverkehr man hat oder wie viele Aufträge. Da kann so ein bisschen ein Ding sein, das uns stresst. Oder hier auch so eine neue Idee, ein neuer Vertrag, der im kleineren finanziellen Zuwachs bringt. Spannend. Ja, das hatten wir hier in der Mitte, ne, des Blattes, dieses Nähe- und Distanzthema. Wir haben hier die heilige Insel. Hier geht es darum, dass man vielleicht den Wunsch hat, sich zurückzuziehen, sich zu klären. Hier in diesem Falle, das hatte ich hier schon so ein bisschen erwähnt, geht es darum, sich nicht auf das Urteil von anderen zu verlassen, sondern seine eigenen Entscheidungen zu treffen, sich von der Masse abzuheben, sich nur um sich selbst zu kümmern, sich nicht zu messen, zu vergleichen, irgendwie das Geschwätz der anderen in seine Meinungsbildung mit reinzunehmen. Es geht hier nur darum, dass man selber zufrieden ist, dass man, ja, ich sag mal so, unabhängig wie möglich ist und dass man Eigenverantwortung übernimmt, dass man für seine Individualität einsteht. Das kann ja auch sowas sein, was aus den Familienthemen mitschwingt, ne? Du magst jetzt dich vielleicht auch irgendwie abheben vom Rest der Familie und das daher schon kennen. Und es blockiert hier so die Kreativität, die hier eigentlich zum Fließen kommen muss, weil wir es damit verbinden, dass wir nicht gut genug sind. Hier ist kreative Energie im Überfluss vorhanden. Hier wird einem aber auch gesagt, nimm von allem, was du Kraft investierst, was dir mehr wegnimmt als gibt, Abstand, damit deine eigene Energie wieder fließt. Beginne dein Leben neu zu ordnen. Man wächst ja auch, wenn man sich zurückzieht. Man hat seinen eigenen Ort, seine eigene Möglichkeit, um für sich in die Selbsttransformation zu gehen. Und da ist das Außen eher hindernd. Hier haben wir das Außen im Haus der Neubeginne drin. Was für einen Einfluss das nimmt, ne? Und es geht hier um die ureigene Transformation von uns selbst. Nicht die von einem Partner oder von den Kindern oder dem Arbeitsplatz, sondern die Klärung des eigenen Weitergehens, das Durchsetzen seiner eigenen Ziele.
und hier als schicksalshaftes Geschenk verfügbar. Ja, klar. Es war mir so klar. Gerade sage ich noch Selbsttransformation. Hier kommt der Skorpion. Erlösung und Transformation stehen bevor. Die Schattenseiten, die liegen uns hier ja auch im Rücken. Und die emotionalen Gifte, die hier sind, werden erlöst. Deshalb ist es hier auch mit den Elternthemen so sehr verhaftet. Hier geht der Schritt so ein bisschen durch die Finsternis und auch durchs tiefe Tal. Man guckt sich seine dunklen Seiten an und man ist tatsächlich auf dem Pfad der Genesung der Seele. Und das haben wir hier schon gesehen. Altes wird erlöst, Neues kommt ins Leben. Der Kreislauf des Lebens ist am Beginnen, die Transformation hier an allen Lebensbereichen dran. Ja, energieraubende Muster zeigen sich hier, das kann ich nur bestätigen. Und es gilt, das einfach ein für alle Mal aufzulösen, denn es geht ja nicht mehr zurück, wir können die Vergangenheit nicht ändern. Das, was einen innerlich quält oder wo einem Verletzungen aufgezeigt werden, die man vielleicht auch nie verziehen hat, kann hier im familiären Bereich liegen. Das zeigt sich hier und möchte erlöst werden. Man kann hier seinem Weg folgen, man hat die Kraft, die man braucht. Man kann auch die Sachen benennen, man weiß, was Sache ist. Und sie damit entmachten und erlösen, Häutung und Erneuerung. Sein eigenes Ich wieder neu kennenlernen, das finde ich auch sehr spannend. Gucken wir mal, welcher Vogel hier noch mitkommt. Der Wiedehopf. Ich bin ein Botschafter guter Nachrichten. Ich helfe dir, Antworten auf deine Fragen zu finden. Ich bringe dir auch Intuition, Inspiration, Kunst und Kreativität. Auch das passt wunderbar. Ihr Lieben, ich lasse das so stehen. Diese Tiefgründigkeit ist eben halt auch Skorpion typisch. Und ich habe nicht wie nennt man das, den Anspruch, dass das ganze Kollektiv betrifft, denn es ist hier sehr speziell, aber wenn es verstanden wird, hat man hier die Möglichkeit, sich am Ende wie neu geboren zu fühlen. Und das ist genau das Thema. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Wir hören uns am Sonntag wieder und bis dahin eine schöne Zeit. Bleibt jetzt noch dran für ein Auswahlorakel. Ich drücke euch bis dann. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Und steht eine entscheidende Woche bevor. Gucken wir, was wir noch als persönliche Inspiration kriegen. Natürlich auch danke an alle, die jetzt noch gucken. Viel können es nicht sein. Ich sehe die durchschnittliche Zeit der Wiedergabe und frage mich manchmal, für was ich überhaupt noch was mache. Ich will aber auch nicht klagen. Ich biete es an, man kann es nutzen oder nicht. Aber manchmal macht es schon so ein bisschen Melancholie. So. Hoffen wir auf eine schöne Botschaft. Da jetzt hier im Wochenorakel ganz viele Familienthemen drin sind, habe ich mir vorgenommen, hier das Einhorn-Orakel draufspringen zu lassen. Hier sind ganz viele Familienkonstellationsthemen drin.
Ich bin gespannt, ob ich welche ziehe, weil genau da könnte dann auch immer das Übels Wurzel liegen. Ja, dabei belassen wir es mal. Sucht euch eine Seite aus. Ich kann mich mal wieder schlecht entscheiden. Sorry, ich halte den Verkehr auf. Ich nehme die rote Seite. Bei mir ist es noch ein bisschen anders. Wenn ich auf den Tisch gucke, sieht es für mich anders aus, wie wenn ich hier oben durch die Kamera gucke. Ich müsste mir vielleicht mal angewöhnen, nur auf den Tisch zu gucken. So, es passt wieder ideal. Das hier ist nämlich die Ahnenpflanze der Löwenzahn. Hier geht es um unsere tiefsten Wurzeln, zu unseren Vorfahren, zu der Erde, zu unseren Ahnen. Der Löwenzahn hat ganz tiefe Wurzeln. Wenn man sich die anguckt, wenn man den rauszieht, dann sieht man das. Das weiß ich von einer Freundin von mir, die sich sehr viel mit den Pflanzen der Natur beschäftigt. Und es geht aber darum, dass man einsteils im Boden verwurzelt ist und trotzdem hochfliegen kann und seine eigenen Samen in die Welt bringen. Wir haben hier einen hilfreichen Menschen, jemand, der uns unterstützen möchte, der vielleicht auch noch nicht erkannt ist. Manchmal sind die hilfreichen Menschen, die Wahlfamilie, auch die besseren. Und es geht um ein anderes Beziehungsleben. Hier kann sich auch jemand ankündigen, ein Seelenpartner, man nennt es halt so, der einen sehr unterstützend durch die Prozesse bringt. Es muss nicht immer auf der Beziehungsebene sein. Klärung ist hier sehr wichtig. Ich habe gerade auch so eine Phase, wo ich mich viel frage, viel hinterfrage und ja, wo ich eigentlich mit vielen Themen Frieden schließen will und nach vorne gehen. Und es geht einfach auch darum, Negativität oder die Negativität der anderen nicht mitzunehmen. Oder auch die negativen Energien der Miesmuscheln, die dir immer alles kleinreden oder kaputt machen oder so. Es gibt es ja zu Genüge. So, die Veränderungen sind hier dran. Man hat das Gefühl, dass die Veränderungen ein mulmiges Gefühl machen. Trotz allem sagt die Karte hier, die Veränderungen, die jetzt kommen, sind positiv. Hab keine Befürchtung, denn hier ist ein definitives Ja auf deine Fragen. Wir haben den Engel des Glücks dabei, wie wunderbar. Wir alle wünschen uns Glück, Zufriedenheit und Liebe. Warte nicht darauf, dass andere dich glücklich machen, sondern beginne dich selbst zu lieben, so wie du bist. Dann wirst du auch dich selbst und deine Mitmenschen glücklich machen. Dein Engel hilft dir dabei, alte Enttäuschungen zu vergeben und falsche Erwartungen loszulassen. So wird das Glück stets bei dir sein. Diese Selbstzweifel, ne? Oder dieses nicht gut genug sein, die haben sehr viel mit dem Familiensystem zu tun. Viele von uns kennen es, aber hier ist echt was Schönes unterwegs, ne? Unterstützung, Menschen, die einen mitnehmen, mittragen, die inspirieren. Das sehe ich auch schon länger in den Orakeln drin. Okay, gucken wir uns die silberne Seite an, mit der hatte ich zuerst geliebäugelt. Was haben wir hier? Die Kornblume. Hier geht es um einen Perspektivenwechsel. Hier kommt Klarheit in die Gedanken, Ruhe ins Herz und eine klarere Sichtweise auch. Hier sehen wir das dritte Auge drauf. Die höhere Perspektive, die hier eingenommen werden kann. Wenn hier so eine gewisse eingefahrene Struktur ist, darf man hier mal ausprobieren, ausbrechen, um selber wieder dazu zu lernen. Und hier dürft ihr ein bisschen achtsam sein auf Zeichen, die sich wiederholen. Hier können Hinweise drin stecken. Herzöffnung bei euch. Hier geht es darum, je mehr man wieder aufmacht, desto mehr kann man auch wieder
Blockaden und Wunden der Vergangenheit hinter sich lassen, die Leidenschaft wieder mehr spüren, die glücklichen Gedanken, um sich besser zu fühlen, nicht an das Negative denken, sondern an das Schöne. Hier sieht man zwar einen dunklen Himmel, aber hier ist der Sonnenaufgang. Und über die Emotionen sprechen. Erzähle einem Freund davon, wie du dich fühlst. Das hatten wir im großen Blatt. Ne? Denkt immer dran, wir suchen uns die Leute, die uns was sagen dürfen, wo wir auch was annehmen können, selbst aus. Das ist nicht das, was dir jemand einfach mal so mit auf den Weg gibt, der denkt, das wäre in seinem Maße der richtige Weg, sondern das sind wirklich die Leute, auf deren Urteil wir Wert legen. Und ihr habt den Engel der Weisheit. Höre auf die Weisheit deiner Seele, ist die Botschaft, die dir dein Engel mit auf den Weg gibt. Es ist eine Stimme, die aus deinem Innern zu dir spricht. Weise zu sein bedeutet liebevolle Werte bewusst zu leben. Mit Weisheit wirst du dein Leben aus einer neuen Perspektive betrachten. So kannst du deine eigene Philosophie entwickeln, die befreiend wirkt und dir ein zufriedenes Leben ermöglicht. Hier darf man auch mal aus so einem Kreislauf raus, den man so aufgestülpt kriegt, vom Alltag, vom Beruf, von den anderen, vom Beziehungskonstrukt, das man so hat. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine super Woche. Danke fürs Zuhören. Ich drücke euch bis bald.